Kein Bauteil prägt die Fahreigenschaften von einem eMTB mehr als der Motor. Und deshalb haben wir eine 4-teilige Videoserie aufgesetzt, die die wichtigsten Fragen rund um die aktuellen Full-Power-Motoren klärt. Und in dem ersten Video beschäftigen wir uns ausschließlich mit der Soundkulisse von den aktuellen Motoren von DJI, Bosch, Shimano, Brose bzw. Specialized und Yamaha. Und so viel kann ich euch vorab schon verraten. Die Unterschiede beim Sound sind da wirklich gravierend. Bevor wir mit den Inhalten loslegen, wollen wir uns bei unserem Sponsor Alltricks bedanken. Die haben nämlich mit ihrer Unterstützung diese aufwendige Videoserie überhaupt erst möglich gemacht. In dem Online-Shop gibt es für Biker wie E-Biker von der Socke bis zum Komplettrad wirklich alles und meistens auch zum verdammt guten Preis. Der Motor ist das zentrale Bauteil beim E-Mountainbike und bei einer Umfrage, die wir über den Herbst auf emtb-test.com platziert haben, bestätigten unsere User genau diese Meinung. Denn jeder Teilnehmer hatte mindestens ein Motorcharakteristikum unter den Top 5 seiner Kaufkriterien für ein neues E-Mountainbike. Und damit fällt der Blick auf den E-Mountainbike-Motor deutlich wichtiger aus als der Blick auf andere Komponenten am E-Mountainbike. Und das ist auch richtig so, denn eine Schaltung oder einen Satz Laufräder kann ich schnell mal wechseln. Beim Motor hat man sich einmal für ein E-Mountainbike entschieden, nur die Wahl zwischen friss oder stirb. Denn die Anschraubpunkte für einen Motor am Rahmen sind komplett individuell. Man kann also nicht zwischen verschiedenen Motorensystemen wechseln. Die Frage nach dem passenden Motor ist die erste Frage, die man sich stellen sollte, wenn man sich ein neues E-Mountainbike kaufen will. Und deshalb haben wir nicht nur die gängigsten, sondern auch die spannendsten Motoren einheitlich für euch verglichen. Nach wie vor ist es so, dass die Full-Power-Motoren die wichtigste Motorenklasse im Markt ist. Light-Power-EMTBs werden zwar marketingtechnisch stark beworben, haben aber eine deutlich geringere Marktbedeutung. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, in dieser ersten Testserie nur Full-Power-Motoren mitlaufen zu lassen. Aber hey, wenn euch ein Light-EMTB-Motor interessiert und ihr sagt, hey, genau diese Tests will ich dafür haben, lasst uns das in den Kommentaren wissen, dann können wir auch eine zweite Videoserie für Light-EMTB-Motoren aufziehen. Mit dem neuen DJI Avinox-System und dem Bosch CX-Motor der 5. Generation haben wir mit Sicherheit die spannendsten Motoren der aktuellen Saison in unserem Test am Start. Spannend dürfte aber auch die Frage sein, wie sich die einstigen Platzhirsche, also der Bosch CX der 4. Generation und der Shimano EP801 Motor im Vergleich zu den Newcomern schlagen. Und weil Specialized und Giant wichtige Player im E-Mountainbike-Markt sind, dürfen deren Motoren natürlich nicht fehlen. Deshalb haben wir den Giant SyncDrive Pro 2, der auf einer Yamaha-Basis aufsetzt, und den Specialized 2.2, der auf einer Brose-Basis aufsetzt, mit in unserem Test dabei. Und wie schon gesagt, wollen wir uns in diesem ersten Video ausschließlich mit dem Sound dieser Motoren beschäftigen. Weitere Videos zum Thema Power, Reichweite und auch Modulation bzw. Sensorik folgen. Aber um dem Thema gerecht zu werden, muss man einfach etwas ausholen. Wir haben deshalb nicht nur die Mikros immer einheitlich bei unseren Tests montiert, sondern auch einheitliche Teststrecken für unsere Tests gesucht, damit man wirklich jeden Motor auf einer absolut vergleichbaren Basis abfilmen kann. Und wie schon gesagt, beschäftigen wir uns in diesem ersten Video nur mit dem Sound dieser Motoren. Denn um dem Thema gerecht zu werden, muss man es wirklich umfänglich betrachten. Und wenn man dann noch die Themen Power, Reichweite und Modulation der Motoren mit in dasselbe Video packen würde, würde es einfach den Umfang dieses Formats sprengen. Die anderen Themen bekommt ihr in separaten Videos. Das Thema Sound findet beim E-Mountainbike in 2 unterschiedlichen Welten statt. Zum einen macht jeder Motor bergauf beim Unterstützen das klassische Motorengeräusch. Zum anderen gibt es aber auch das Getrieberasseln, wenn man ohne Motorunterstützung bergab über den Trail fährt. Um den Unterschieden beim Getrieberasseln der Motoren auf den Zahn zu fühlen, haben wir das erste Testszenario für unseren Soundcheck auf eine Treppe verlegt. Denn so eine Treppe provoziert mit kurzen, harten und dicht aufeinanderfolgenden Schlägen das Getrieberasseln der Motoren wirklich maximal. Und zeitgleich klammert sie Störfaktoren in so einem Test aus. Denn auf einer Treppe gibt es keine Linienwahl wie auf dem Trail und es gibt auch keine anderen Störgeräusche, wie zum Beispiel das Abrollgeräusch der Reifen im Schotter. Um den Test so weit wie möglich zu standardisieren, haben wir auf jedes Bike auch dieselben Reifen von Schwalbe aufgezogen und einheitlich mit 1,5 Bar Luftdruck befüllt. Jetzt aber genug der Worte und ich würde sagen, Ton ab für die 6 Soundabschnitte auf der Treppe.
Die erste Erkenntnis, die man nach den Tonspuren ziehen kann, ist, dass sie wirklich alle klappern. Bis auf den Specialized bzw. Brose Motor, der mit dem Zahnriemen arbeitet. Das ist mit Abstand der leiseste Motor auf der Treppe. Der zweitleiseste Motor in diesem Test war der Bosch CX der 5. Generation. Mit dem Mikro ist noch ein ganz leichtes Getriebeklappern zu vernehmen, aber das ist in der Praxis tatsächlich so leise, dass man es mit dem Ohr nicht mehr wahrnimmt. Und welche Entwicklung Bosch hier hingelegt hat, wird vor allem dann klar, wenn man sich den Bosch CX der 4. Generation im direkten Vergleich nochmal anhört. Der Unterschied zwischen Vorgänger und Nachfolger ist bei dem Test wirklich beeindruckend. Bosch selber spricht ja immer wieder davon, dass ihre Motoren ohne Wartung 50.000 Kilometer im EMTB-Einsatz locker packen. Und ob der neue Bosch CX der 5. Generation über diesen Lebenszeitraum so leise bleibt, muss er erstmal noch beweisen. Während Bosch mit ihrer neuen Motorevolution ein Fortschritt beim Sound gelungen ist, trampelt der Hauptkonkurrent Shimano in dieser Sache auf der Stelle. Und die Quittung dafür gibt's in unserem Test. Denn der Shimano EP801 Motor war auf der Treppe tatsächlich der lauteste von allen. Der Yamaha bzw. Giant Motor und auch der neue DJI Avinox Motor sind etwas leiser als der Shimano EP801 Motor, klappern aber dennoch deutlich hörbar auf der Treppe. Der Test auf der Treppe ist natürlich ein Extremszenario. Deutlich praxisnäher ist unser zweiter Test, bei dem wir mit allen 6 Bikes auf ein und demselben Single Trail unterwegs waren. Das Bild, das sich bei unserem Treppentest gezeichnet hat, spiegelt sich auch beim Praxistest auf dem Single Trail wider. Der Sound ist zwar etwas anders, aber die generelle Rangordnung der Motoren bleibt beim Thema Getrieberasseln ähnlich. Der Brose bzw. Specialized Motor und der Bosch CX der 5. Generation sind nicht hörbar, alle anderen Motoren sind deutlich hörbar mit leichten Schattierungen im Ton. Und dennoch gab es bei diesem Test eine große Überraschung für uns. Denn das DJI Avinox-System, das wir bereits im Sommer für euch getestet haben, hatten wir auf dem Single Trail deutlich leiser in Erinnerung. Das Testbike für diesen Test hat uns der Händler KL Bikes aus Regensburg zur Verfügung gestellt. Und weil uns die unterschiedliche Wahrnehmung dieser beiden Tests so stutzig gemacht hat, haben wir DJI nochmals kontaktiert, ob sie uns nicht noch ein weiteres Testbike zur Verfügung stellen können. Und tatsächlich, das neue Testbike, das uns DJI nochmals zur Verfügung gestellt hat,
war beim Test auf ein und demselben Singletrail in puncto Getriebeklappern deutlich leiser. Dass sich diese beiden Motoren auf dem Singletrail unterschiedlich angehört haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Woran das liegt, können wir aber nicht sagen. Vielleicht hatte der Motor des Bikes von KL bereits einen kleinen Defekt, als wir ihn bekommen haben. Vielleicht sind es auch erste Abnutzungserscheinungen, vielleicht ist es auch eine Serienstreuung. KL Bikes hat das Bike nach unserem Test jedenfalls reklamiert und wie das ausgegangen ist, darüber halten wir euch auf emtb-test.com auf dem Laufenden. Wer mit seinem EMTB Backup gern leise unterwegs ist, hat zukünftig mit dem ZF Zentrix Motor eine weitere Option auf den Markt. Wir hätten den Motor gerne im vollen Umfang mit abgetestet, haben aber kein Testbike dafür bekommen. Aber wir sind mit dem Bike schon mal unterwegs gewesen und erste Tests waren da schon vielversprechend. Es gibt aber auch Stimmen in der EMTB-Community, die sagen, das Getriebeklappern auf den Trails sei ihnen völlig egal. Beziehungsweise, wenn der Untergrund so rau wird, dass der Motor so klappert, sind manche sowieso raus. Worum sich aber keiner drum rumdrücken kann, ist das Unterstützungsgeräusch, das der Motor im Uphill macht. Das Unterstützungsgeräusch eines Motors fällt unterschiedlich aus, je nachdem wie schnell man in die Pedale tritt und wie viel Leistung man den Motor abverlangt. Wir sind jedes Bike in der vollen Unterstützungsstufe gefahren und um die Trittfrequenz zu überwachen, haben wir Wattmesspedale von SRM montiert. Und beginnen tun wir mit dem Sound, wie sich die Motoren anhören, wenn man mit 85 Umdrehungen pro Minute eine moderate Steigung hochfährt. Und wie schon beim Test auf der Treppe und auf dem Singletrail ist auch hier der Brose bzw. Specialized Motor wieder der leiseste. Das Geräusch, das man wahrnimmt, ist ein ganz tiefes Brummen, das ehrlich gesagt sehr unaufdringlich ist. Alle anderen Motoren haben hochfrequentere Geräusche und sind deutlich hörbar. Um zu checken, wie sehr das Motorengeräusch je nach Trittfrequenz variiert, sind wir jeden Motor auch in unterschiedlichen Trittfrequenzen gefahren, und zwar in 60, 85 und 100 Umdrehungen pro Minute. Die Grundcharakteristik eines jeden Motors bleibt, unabhängig von der Trittfrequenz, relativ ähnlich. Bis jetzt waren wir mit den Motoren in einer moderaten Steigung unterwegs. Um zu erfahren, wie sich die Motoren anhören, wenn man ihnen die maximale Leistung abverlangt, sind wir mit allen Testbikes aber auch in einen Teeranstieg mit bis zu 20% Steigung gegangen und sind den mit 85 Umdrehungen pro Minute hochgefahren.
Wenn viel Leistung ins Spiel kommt, wird jeder Motor deutlich lauter. Und damit wird auch der Brose bzw. Specialized Motor hörbar. Er bleibt aber seinem niederfrequenten Geräusch treu und bleibt auch bei viel Leistung angenehm. Während sich der DJI Avinox Motor bei einer moderater Last angehört hat wie die meisten anderen Motoren, gesellt sich unter Volllast bei diesem Motor ein weiteres malendes, oszillierendes Geräusch dazu, das man so wirklich nur beim DJI Avinox hört. Der Bosch CX der 4. Generation und der Giant Sync Drive 2 bzw. der Yamaha Motor werden unter Volllast ebenfalls deutlich lauter und hochfrequenter. Auch der Bosch CX der 5. Generation wird unter Last deutlich lauter, allerdings schrillt die Frequenz des Geräuschs nicht so in die Höhe, wie man es von anderen Motoren, wie zum Beispiel den alten Bosch oder den Shimano EP801 kennt. Zum Fazit. Auch wenn einige schon auf das Update des alten Brose bzw. Specialized Motors warten, der ja schon einige Zeit im Markt ist, hat der Motor eindrucksvoll bewiesen, wie leise ein Full-Power-Motor sein kann. Denn sowohl beim Getriebeklappern wie auch beim Unterstützen bergauf ist dieser Motor der leiseste auf dem Markt. In Sachen Sound hat der Bosch CX der 5. Generation einen großen Schritt nach vorne gemacht. Das Getriebeklappern ist auf einem so niedrigen Niveau, dass man es auf dem Trail nicht mehr wahrnimmt. Und beim Unterstützen bergauf ist er zwar lauter als der Brose-Motor, aber leiser als seine restlichen Konkurrenten. Vergleicht man die leisesten Motoren aus diesem Test mit den alten Bosch CX der 4. Generation, den Giant bzw. Yamaha Motor und dem Shimano Motor, dann wirkt deren Soundkulisse tatsächlich etwas angestaubt. Und auch der Shootingstar unter den aktuellen EMTB-Motoren, der DJI Avinox Motor, muss im Direktvergleich in Sachen Sound federn lassen. Denn sowohl bergab wie auch bergauf ist er lauter als die besten Motoren aus unserem Soundtest. Unser Test hat gezeigt, dass sich aktuelle Full-Power EMTB-Motoren beim Thema Sound deutlich unterscheiden. Und ob die Unterschiede auch bei den Themen Motorenleistung, Motorsteuerung und Reichweite ähnlich groß ausfallen, erfahrt ihr in den weiteren Videos unserer Motorenserie.